Ja, hallo liebe Freunde, ich sitze hier heute gegen Nachmittagabend 17 Uhr in einem wunderschönen 3,5 Liter Cabrio. Ein weißes Auto mit rotem Leder, ist alles Matching Numbers, er hat noch das erste Leder. Und wir haben so ein bisschen frühen Abend, so 17 Uhr, also ich freue mich jetzt schon richtig auf die Fahrt durch diese tolle Natur und Landschaft. Es ist total ruhige Stimmung heute Abend, das ist genau das Richtige, um Cabrio zu fahren. Und ja, damit legen wir jetzt eben los. Also. Ja, jetzt haben wir doch glatt gedacht, ich habe mich so gefreut auf eine wunderschöne Fahrt in dem 3,5er Cabrio. Der lief auch klasse. Der Eigentümer ist 400 Kilometer auf Achse zu uns gekommen. Und jetzt plötzlich merke ich, der läuft nicht richtig. Haben wir gesehen, dass er Sprit verliert unten. Da ist oberhalb des Getriebes irgendwo eine Spritleitung undicht. Also müssen wir jetzt einen Standfilm machen. Das Auto ist ja trotzdem gut. Das ist nämlich ein deutsches Originalauto. Das ist ein Wagen, der 1970 gebaut wurde, ausgeliefert in Berlin. Der Wagen ist dann 15 Jahre in Berlin gewesen, das ist das Schöne an dem Wagen. Den Wagen kann man wunderbar, Moment, jetzt liegen die richtig, die lagen falsch. Den Wagen kann man wunderbar demonstrieren, was die gesamte Historie angeht. Da ging er nach Essen sehr lange Zeit, dann ist er fast 20 Jahre wieder zurückgekommen nach Berlin und seit 2010 ist er in Baden-Württemberg bei unserem Besitzer, der hat ihn jetzt 12 Jahre und gesagt, gut Herr Luftschütz, jetzt trenne ich mich von dem Auto, das ist wirklich ein schönes Auto. Und ja, also vielleicht mal zur Erklärung, der Wagen ist vielleicht vor 15 Jahren restauriert worden. Da sind alle wichtigen Dinge gemacht worden. Man konnte den Motor aber drin behalten. Das heißt, das Auto ist Matching Numbers und Matching Colors. Bedeutet, so wie er hier steht, ist er auch ausgeliefert worden. Da ist dann die Karosserie überarbeitet worden. So im Laufe der Jahrzehnte rostet so ein Auto mal, das ist alles weggemacht worden. Und die haben vor allen Dingen eins toll gemacht, die haben das Interieur ganz toll bearbeitet. Das ist nämlich noch vollständig das erste Leder und das ist rechtzeitig gemacht worden, sodass das nicht kaputt geht. Schaut euch das mal an hier. Da sind die Pfeifen aufgepolstert worden, das kann man sehen. Da hat die originalen schönen alten Kopfstützen und das muss bei einem Sattler gewesen sein, der wirklich sein Handwerk gut versteht, weil da ist nichts gerissen, nichts abgeplatzt, der ist nicht kaputt in der Substanz und guckt mal hier, normalerweise ist das alles platt gesessen, niedergedrückt. Ist nicht der Fall bei dem Wagen. Er hat übrigens eine Lenkradautomatik, wie ihr sehen könnt, ist relativ selten. 4-Gang Lenkradautomatik, hat dann diese wunderschöne Lederbrille, auch aus rotem Leder. Das ist auch das Originalleder. Die haben oben das originale Holz am Armaturenbrett neu aufgearbeitet. Das ist aber das originale Zebrano-Holz und unten das Armaturenbrett selber, das ist nicht lackiert worden. Das ist noch ganz original, ist aber teilweise ein bisschen stumpf. Also wenn man das nochmal machen möchte über die Wintermonate, hat man auch praktisch ein neuwertiges Armaturenbrett. Was mir aufgefallen ist, ist bei die ganzen Instrumente sind alle neuwertig und tun sich wirklich in einem guten Zustand. Die haben keine Pickel, keine Kratzer, gar nichts. Dann hat er hier vorne in der Mitte das Bäcker Mexiko, nee, Bäcker Grand Prix, Entschuldigung, mit Kassette, ist relativ selten. Hat 4 elektrische Fensterheber, was wichtig ist beim Cabriolet, weil wenn man also offen fahren möchte, ist es meistens wunderschön, wenn alle 4 Fenster unten sind und wenn dann da Kurbeln sind, ist das ein bisschen schwierig. Was mich halt fasziniert, ist dieses tolle Leder. Schaut euch das mal an, in welch gutem originalen Zustand das noch erhalten ist. Und das macht eigentlich den Wert eines solchen Autos aus. Wir haben übrigens ein Wertgutachten aus dem Jahr 2014 über fast 400.000 Euro. Heute können wir euch das Auto deutlich günstiger anbieten. Auto kostet 326.000 Euro und ist für das, was er bietet, es ist ein deutsches originales Auto, was wirklich behutsam gut restauriert wurde, was vorzüglich läuft. Nur wie gesagt, weil jetzt da bei uns die Spritleitung kaputt gegangen ist, fahren wir aus Sicherheitsgründen mal nicht. Das muss unsere Technik machen. Und jetzt haben wir die ganze nächste Woche schlechtes Wetter. Haben wir gesagt, nee, also fahren wir jetzt lieber nicht. Die einzige Macke, die mir aufgefallen ist, ist hier hinten. Da ist er möglicherweise beim Parken mal in eine Hängerkupplung reingefahren. So sieht das nämlich aus. Also das müssten wir vielleicht reparieren. Ansonsten gepflegter Zustand. Ne, geht jetzt nicht ab, weil da Cargo drüber steht. Na egal. Also hier hinten könnt ihr auch sehen, was das ist. Ein 3,5 Liter Cabrio. Auto hat die Fahrgestellnummer 027. Das heißt, es ist ein originales Werkscabrio der Reihe 2.8 CSE, also Baureihe 111, 112. Hat 200 PS. Fährt 205 Stundenkilometer schnell, ist in 9 Sekunden auf 100.
und ist ein gepflegtes Auto. Kann man nicht anders sagen. Hat übrigens ein rotes Verdeck, was ich total toll finde. Sieht total edel aus zu dem Wagen. Das können wir ja vielleicht gleich mal rauf machen. Ja, und sonst der Chrom zeigt sich hier in einem guten Zustand. Schaut mal an hier. Das ist absolut gepflegt. Das ist noch der originale Chrom, was ich sehr wichtig finde. Und auch das hier, also ist alles in einem schönen gepflegten Zustand. Hat hier leider einer mal vergessen, die Fliegen wegzumachen. Ja, das hätten wir vielleicht mal machen können. Kriegen wir aber hin. Hat unser Service, glaube ich, gar nicht gesehen, weil das Dach vorhin noch drauf war. Ja, ein schönes originales 3.5 Cabrio mit den amerikanischen Lampen. Die waren aber damals auch Serie. Man konnte sich das ja aussuchen, ob man die glatten deutschen wollte oder die US-Lampen. 1970, 71 sind die fast alle nur noch so ausgeliefert worden. Was er hier vorne hat, sind die originalen Bosch-Lampen, die relativ teuer sind heute, wenn der Wagen die nicht hat. Hat einen schönen Kühler, ist nirgends kaputt. Ja, wirklich ein schönes Auto, wiegt 1700 Kilo, verbraucht so, ich sag mal, drumherum 13, 14 Liter. So kann man einen V8 3,5 Liter fahren. Und das sind ganz, ganz wertstabile Autos. Über die Jahre ging das immer nur nach oben. Und ich habe jetzt gerade die Berichte gelesen aus USA, Pebble Beach, die letzten Auktionen. Da haben diese Autos 600.000 Dollar gebracht. Das finde ich echt eine Ansage. Aber das ist halt ein Klassiker, den könnt ihr wirklich nutzen. Weil da sind 4 vollwertige Plätze drin. In dem Wagen ist richtig Platz. Also selbst wenn der weit hinten ist, reicht das immer noch an Beinfreiheit hinten. Für Kinder geht das allemal. Und das Tolle ist, es ist halt ein Reisecabriolet mit 8 Zylindern und 200 PS. Den könnt ihr also locker 140, 150 auf der Autobahn fahren und da geht nichts kaputt bei dem Wagen. Da könnt ihr genauso modern reisen wie mit jedem neuen modernen Auto heute auch, nur ihr verliert daran kein Geld. Das ist das Interessante, also jedenfalls normalerweise nicht. Jetzt schaut mal hier, das ist der Kofferraum. Noch die originale Matte, wie sie da reingehört, noch ein ganz alter Reifen sogar, ich weiß gar nicht von wann der ist, der Reservereifen. Da ist das originale Bordwerkzeug. Also man sieht, dass der überall gemacht ist und dass er gut aussieht. Das ist die originale Matte hier, schaut mal hier. Auto ist schon mal restauriert worden. Das hat auch sicherlich eine Menge Geld gemacht worden und es ist vernünftig gemacht worden. Auch die Lampen hier hinten, wenn die mal kaputt sind, schaut mal hier, die sind alle noch in einem herrlichen Zustand. Ab 1969 brauchte es ja gelbe Blinker. Da gab es ja dann den Unterschied zwischen dem Hochkühler-Cabrio und dem Flachkühler. Ab September 69 war das dann das Flachkühler-Cabrio, das ist so einer. Und es sind von dem Auto, und deswegen sind die so gesucht, 1270 Autos gebaut worden. Vom Hochkühler gibt es mehr. Aber den 8-Zylinder gab es nur als Flachkühler. So, jetzt kurz noch ein Blick unter die Motorhaube. So sieht ein 3,5 Liter Motor aus, der gepflegt ist. Unser Kunde hat auch eine gute Sammlung, also hat immer darauf geachtet, dass alles gemacht wurde, was nötig war. Hier vorne seht ihr das übrigens. Baureihe 111 027 bedeutet Cabrio. Wer sich so einen Wagen kauft, der muss hier immer gucken, was war das mal. Wenn da eine 26 steht, ist das ein Coupé gewesen. Farbe 50G. Also das ist alles authentisch und original. Auch wieder hier die 027 für Cabriolet. Und ihr könnt hier sehen, dass er hier auch restauriert wurde. Also alles in einem guten Zustand. Noch ein kleiner Tipp, wenn euch einer erzählt, das ist die Originalfarbe, hier an der Stelle müsst ihr durchgucken. Da könnt ihr immer erkennen, ob der wirklich mal in der Farbe ausgeliefert wurde. Hier sieht man das Weiß dahin, das ist zwar ein bisschen schmutzig. Aber wenn ihr ein grünes Auto habt, da sagt einer, der war grün, guckt da rein, ist schwarz oder silber, dann wisst ihr, stimmt nicht. Weil das da wird in der Regel nicht entfernt. So, 3.5 Maschine V8, das habe ich euch gerade gezeigt. Wollen wir noch mal gucken, wann hier der letzte Ölwechsel gemacht wurde. Nee, doch, 2022, am 14.09. Das ist gerade gemacht worden hier. Das ist gerade gemacht worden, 2022, nee, nächster Ölwechsel steht hier. Entschuldigung, bei Kilometer. Das war wieder ein kleiner, ja gut, also haben wir das auch besprochen. Wie schön. Ja gut, aber wenn man älter wird, braucht man halt eine Brille, nicht? Aber wir wissen zumindest, da ist noch ein Ölanhänger dran. So, jetzt zeigen wir euch das Verdeck. Jetzt öffnen wir das. Die Persenning, die übrigens auch aus original festem Roseleder besteht, obwohl ich der Meinung bin, die ist erneuert worden. Aber so vor 20, 30 Jahren gab es das Material noch, heute gibt es das nicht mehr. Hier ist das Verdeck. Da sind hier vorne die Hebelchen drin, die müsst ihr öffnen. Diese kleinen Hebelchen musst du auch öffnen. Jetzt geht das Verdeck nämlich nicht zu und dann greift man hier ran und tut es nach vorne. Ach ja. So. Und so sieht unser wunderschönes Cabriolet aus. Jetzt muss man sich reinsetzen. Das sind dann oben die Hebel. Sind sie nicht. Die müssen wir erst hier rausholen. Die sind hier in diesem kleinen Päckchen drin. So gehört das.
Jetzt kriegt Franz ein Hebelchen und ich auch. Die muss man dann nach außen tun normalerweise und so rumdrehen. Nee, ja. Nee, so Franz. Und jetzt nach da drehen und das Verdeck macht man die Sonnenblenden hoch. Und dann könnt ihr sehen, das ist ein tipptopp gearbeitetes Sonnenlangverdeck. Also ich persönlich finde das sehr, sehr schön in der Farbe. Ich glaube, dass es seinerzeit die Farbe nicht hatte. Soweit ich weiß, gab es das damals gar nicht. Hier ist ein bisschen Schmutz drauf. Tja, wie ich meine, ein wunderschönes Auto. Dadurch, durch diese Farbkonstellation, hat das Auto wirklich Charakter. Und vielleicht zeigt Paul das mal von unserer Terrasse da oben. Da sieht man nämlich in der ganzen Schönheit das Auto. Danke Franz, das passt. Alles klar, vielen Dank. Ja, so sieht ein Cabriolet aus. Man sieht hinten an der Heckscheibe, dass es verhältnismäßig neu ist. Normalerweise, wenn diese Verdecks älter sind, da werden die so gelblich und da kann man durchgucken. Oder nicht mehr durchgucken, umgekehrt. Ja, jetzt schaut euch das mal an in der Abendsonne, wie wunderschön so ein 3,5 Liter Cabrio aussieht. Ich meine, 3,5 Cabrios haben wir ja schon viele gefilmt. Den haben wir jetzt nicht fahren können. Wie gesagt, das mit der Spritladung war mir ein bisschen zu unsicher. Aber man sieht, glaube ich, dass das wirklich ein toller Wagen ist. Und der Chrom ist schön, das sitzt alles richtig. Hat 300er Chrom um die Räder, das hat es original nicht gegeben, nur im Zusatz. Behör und er hat Fuchsfelgen, das sind aber die originalen Fuchsfelgen. Und wer sagt, er möchte das ein bisschen dezenter haben, der kann sich da auch Stahlfelgen mit Radkappen drauf bauen. Das geht auch. Ja, was habe ich jetzt noch vergessen? Eigentlich gar nichts. Bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen, mich zu verabschieden. Ausnahmsweise heute mal ein Standfilm, aber echt ein schöner Wagen. Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio. Alles Matching, er läuft schön, war immer in gepflegter Hand. Der Besitzer ist auch verfügbar. Wir können alles nachfragen, uns besorgen. Es gibt Rechnungen, es gibt die komplette Historie. Und der Wagen ist preislich wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, das war's. Alles Gute, bis zum nächsten Film. Euer Stefan Luftschitz und tschüss.